Hallo und herzlich willkommen bei Sugar Princess. Heute zeige ich euch eine besondere Variante des italienischen Klassikers Tiramisu. Den kennt ihr sicherlich alle, aber die Besonderheit hier ist, die Eiweiß werden hier ersetzt durch Sahne und das gibt dem Tiramisu einen ganz besonders feinen und sahnigen Geschmack. Es ist meine bevorzugte Variante. Und ja, die möchte ich euch heute zeigen. Bevor wir starten, die Zutaten findet ihr wie immer hier unten unter dem Videotitel in der Beschreibung aufgelistet. Oder ihr könnt sie auch hier bei mir auf dem Blog www.sugarprincess.de auch ausdrucken, nachlesen und ausdrucken. Auf dem Blog schreibe ich dann immer noch ein bisschen mehr dazu. Deswegen schaut dort auch unbedingt immer vorbei. Ja, und vergesst bitte nicht, bevor wir starten, hier den Kanal zu abonnieren und die kleine Glocke zu aktivieren. Denn jeden Sonntag gibt es hier ein neues Torten- oder Kuchen- oder Dessert-Video, in der Weihnachtszeit Plätzchen-Videos. Und damit ihr keins verpasst, dann die Glocke aktivieren. Dann bekommt ihr eine Benachrichtigung und das ist kostenlos. Deswegen einfach alle mal hier gleich auf Abonnieren drücken. Und dann starten wir mit unserem leckeren Tiramisu-Rezept. Und was ist mit das Wichtigste beim Tiramisu? Natürlich der Kaffee bzw. der Espresso. Und wenn du einen Italiener fragst, dann wird er dann natürlich antworten, ja, den machst du in der Cafetera. Das ist so diese kleine Kanne mit einer Abteilung unten und einer Abteilung oben. Und unten wird Wasser reingefüllt, in der Mitte der Kaffee und oben kommt dann der frisch gebrühte Kaffee sprudelnd heraus. Sicherlich kennt ihr die alle, aber nicht jeder hat sie daheim. Deswegen zeige ich dieses Rezept nicht mit dem Cafetera-Kaffee, aber ein Italiener würde es wahrscheinlich so zubereiten. Ich habe für diese Variante einfach einen löslichen Espresso genommen und den mit 425 Milliliter kochendem Wasser übergossen. Das habe ich schon vorher gemacht, damit er schon abgekühlt ist. Dann gebe ich noch ein wenig Zucker hinzu, und zwar 70 Gramm. Das kann man auch direkt machen, bevor er abkühlt natürlich. Schön verrühren. Hinzu kommt Amaretto bei mir, und zwar 60 Milliliter. Das wird eine fantastische Tränke für die Biskuits. Hinzu, damit er nicht ganz so stark ist, gebe ich noch etwas Milch, und zwar 200 Milliliter ungefähr oder 250. So, dann habe ich einen ganzen Bottich voll zum Tränken. Da kann ich dann die Biskuits einfach reinstucken und sie sind fertig getränkt. Diese leckere Kaffeemischung jetzt gerade noch kalt stellen, wenn wir uns jetzt die Mascarpone-Creme zubereiten. Ich verwende für dieses Rezept 5 große Eigelb. Die Eier habe ich mir vorher schon getrennt, als sie noch kalt waren. Und die Eiweiß werde ich für was anderes verwenden. Die kann man sich auch einfrieren, gar kein Thema. Und die Eigelbe kommen jetzt hier in eine Schüssel. Die Eier für ein Tiramisu sollten natürlich sehr frisch sein. Und wer Angst hat, Eier zu verwenden, der kann sie auch pasteurisieren. Ich schreibe euch auf den Blog, wie das Pasteurisieren funktioniert. Dann könnt ihr zur Not, wenn ihr da Angst habt, einfach die Pasteurisierung anwenden und die pasteurisierten Eigelb verwenden. Ich nehme jetzt hier einfach ganz frische Eier. Hinzu kommt 40 Gramm Zucker. Erstmal, wir können nachher noch gucken, ob uns das süß genug ist. Das Tiramisu soll nicht zu süß sein. Ich gebe einen Teelöffel Vanillepaste, Vanilleextrakt hinzu. Alle wichtigen Utensilien, das habe ich vorhin vergessen zu sagen, auch den Vanilleextrakt zum Beispiel, findet ihr bei mir im Sugar Princess Shop. Ich verlinke euch den gern hier oben und hier unten unter dem Videotitel in der Beschreibung ist er auch nochmal verlinkt. Denn dort bekommt ihr auch alle wichtigen Utensilien und alle Zutaten, die man vielleicht im Supermarkt nicht so unbedingt bekommt. Und natürlich kommt hier jetzt noch ein Esslöffel Amaretto hinzu. Ihr könnt auch Marsala verwenden oder einen anderen Likör. Das ist ganz euch überlassen. Man kann ihn auch mal durch einen Zimtlikör zum Beispiel ersetzen zur Weihnachtszeit. Ist auch eine interessante Variante. Also da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Wir wollen ja hier nicht den ganz originalen Klassiker herzaubern, sondern ein bisschen einen Twist geben. Wer keinen Alkohol verwenden will, der kann natürlich auch alkoholfreien Amaretto verwenden. Den gibt es inzwischen. Oder eben Bittermandelaroma, das würde auch gehen. Und beim Kaffee kann man natürlich auch entkoffeinierten Kaffee verwenden. Und jetzt das hier 3 bis 4 bis 5 Minuten richtig schön cremig aufschlagen. Also richtig auf höchster Stufe, richtig schön weißcremig und schaumig.
So. 5 Minuten später sieht die Masse so aus und das reicht dann auch. Sie ist jetzt schön aufgeschlagen, der Zucker ist schön aufgelöst. Jetzt kümmern wir uns um die Mascarpone-Sahne-Creme. Das stelle ich gerade beiseite. Ich habe übrigens auch eben noch eine Prise Salz hinzugefügt. Hatte ich vorhin vergessen zu sagen, gehört natürlich immer mit rein. In eine separate Schüssel gebe ich jetzt den Mascarpone, 250 Gramm. Und der ist ja immer sehr, sehr fest. Den mal gerade so ein bisschen zerdrücken, dass er nicht so klumpig dann ist. Einfach so ein bisschen mit dem Spatel geschmeidig drücken, denn wir wollen ja nachher keine Klümpchen in unserer Creme haben. Und jetzt gebe ich 500 Gramm gut gekühlte Schlagsahne hinzu. Und wer es richtig voll mit Amaretto haben will, kann hier natürlich auch noch mal einen Esslöffel Amaretto hinzugeben. Ich lasse das jetzt erstmal sein und schlage sie erstmal richtig schön steif, die Sahne. Und danach können wir dann unsere Eigelbmasse hier unterheben. Also schön steif schlagen. So, wichtig ist, dass wirklich ein Messerschnitt sichtbar bleibt. Die Creme muss wirklich ganz, ganz steif geschlagen werden, damit das Ganze dann hält, weil wir jetzt ja natürlich die etwas flüssigere Eigelbmasse darunter heben. Und zwar heben mit dem Spatel oder mit dem Schneebesen, nicht etwa mit den Rührstäben, die mache ich mir jetzt raus. So, unsere Sahne Mascarpone ist fertig und die ist natürlich nicht gesüßt, denn jetzt kommt ja noch unsere süße Eigelb, Zucker, Amaretto-Masse hinzu. Einfach hinzufließen lassen. So lecker, schaut euch das mal an. Da läuft einem ja das Wasser im Mund zusammen. Und jetzt einfach gerade schön unterheben mit dem Spatel. Schön sanft. Wir wollen jetzt natürlich die Creme nicht unbedingt wieder flüssig schlagen, sondern sie soll ja standfest bleiben und schnittfest dann auch werden über Nacht. Also ganz sanft, das ist so wie beim Biskuit. Eine feine, schöne Creme entsteht jetzt hier. Und dann können wir sie nochmal abschmecken. Wahnsinnig lecker. Unsere Tiramisu-Creme ist entstanden. Ich schmecke sie jetzt nochmal ab. Nicht zu süß. Und das finde ich ganz wichtig. Es gibt viele Tiramisus, die sind mir einfach zu süß. Dieses hier ist ganz zart süß. Wenn ihr etwas mehr wollt, müsst ihr halt noch ein bisschen Zucker hinzufügen. Ich finde es gut so. Es ist auch nicht zu viel Amaretto drin. Und dann können wir unser Tiramisu jetzt auch schon schichten. Wir brauchen eine Form mit ungefähr so 30, sagen wir mal 32 cm Länge und ungefähr 24 cm Breite, 24, 25. Und die Höhe ist 4,55 cm. Ja, das ist eine alte Backform von unserer Omi. Die verwende ich hierfür. Ich hoffe, ihr habt eine ähnliche Form. Ich versuche auch eine in den Shop für euch aufzunehmen, falls ihr keine solche habt. Dann tut es aber auch zum Beispiel einen Backrahmen, der so eingestellt ist. Dann kann man das auch ganz gut hinkriegen auf diese Zentimeterangaben. Dann passt das Ganze nämlich hervorragend. Und ich starte bei diesem Rezept mit einer Lage Kakao, einfach aus dem Grund, denn der saugt mir wunderbar die überschüssige Tränke auf und gibt auch noch einen fantastischen Geschmack. Und ich verwende ungesüßten Kakao, das ist sehr, sehr wichtig. Keinen Trinkkakao verwenden, sonst wird das Ganze viel zu süß. So, jetzt kommt die erste Lage Biskuits hier rauf. Und am besten nehmt ihr wirklich gekaufte Biskuits. Wenn man das Ganze mit selber gemachten Biskuits herstellt, die sind viel zu weich und die saften zu schnell durch. Deswegen besser so. Und hier kann man jetzt einfach so tunken und dann nochmal so. Müsst ihr gucken, nicht zu lang, nicht zu kurz. Und dann, ja, das reicht schon, legt man sie schön rein. Einmal so und einmal so. Da muss man so ein bisschen experimentieren mit den Biskuits, die man hat, dass sie einfach nicht zu schnell sich vollsaugen und dann das Ganze instabil wird. Einen kleinen Abstand hier lassen zwischen den Biskuits.
Da kann die Creme so ein bisschen da reinlaufen. Das ist dann wunderbar. Also nicht zu dicht legen und einfach schauen, wie lange muss man tunken, damit es nicht zu arg getränkt ist, damit die Biskuits noch gut Stand haben. Ein bisschen abtropfen lassen natürlich. Jetzt kann man auch noch mal gucken, dass man hier ein bisschen Abstand wieder macht. Und dann kommen die nächsten für die zweite Reihe. Und es passt eben in diese Form genauestens rein, deswegen ist es so perfekt. So. Die erste Lage Biskuit ist fertig. So, aber bevor wir jetzt die Creme drauf geben, kommt noch mal ein bisschen Kakao hier oben drauf. Ihr seht, das ist wirklich eine spezielle Version, also ein ganz kleiner Hauch nochmal. Und ihr werdet sehen, das schmeckt einfach fantastisch und hilft dann auch, dass das Ganze nicht zu arg durchsaftet. Gibt dem Ganzen einen wirklich fantastischen Geschmack. So, und jetzt kommt die Hälfte der Creme hier drauf. Ungefähr die Hälfte. Schön glatt verstreichen, entweder mit der Streichhilfe oder mit einer Teigkarte, da geht es auch ganz gut. Es sollte nur möglichst glatt sein. Je glatter ihr die Creme verstreichen könnt, desto schöner wird nachher das Tiramisu im Anschnitt aussehen, natürlich. So, schön glatt verstrichen. Bevor wir jetzt hier die Biscuits drauflegen, und das ist wirklich das Besondere an diesem Rezept, kommt jetzt wieder ein Hauch Kakao auf die Creme. So, das reicht schon. Das dient einfach auch nochmal dazu, überschüssige Tränke dann abzusaugen und schön aufzunehmen und zu einem Kakao-Kaffee sozusagen zu vereinen. Wieder schön tunken und legen. Und hier könnt ihr jetzt auch so rumlegen, also einfach entgegengesetzt. Ich mache es jetzt mal so rum. Wenn man entgegengesetzt legt, hat man ein bisschen mehr Standfestigkeit insgesamt. Aber ich denke, es wird jetzt auch so wunderbar funktionieren. Es hängt immer so ein bisschen auch von den Biskuits ab, wie hart die gebacken sind, wie lange man sie dann tränkt. Also da müsst ihr ein bisschen schauen. Ich lasse sie immer nur ganz kurz einfach in der Tränke, dann sind sie schon vollgesogen. Man kann sie auch mit dem Backpinsel abstreichen übrigens, wenn einem das Tränken irgendwie zu umständlich oder zu nervig ist. So, und der letzte Biskuit ist getunkt und kommt auf die leckere Creme. Oh meine Güte. Wunderbar. Ich habe jetzt nicht die ganze Tränke verbraucht, also ein bisschen weniger hätte es sein können, aber das kann man einmal nicht so genau absehen. Aus der übrig gebliebenen Tränke mache ich mir dann oft einen leckeren Eiskaffee oder etwas Ähnliches. Ein Paket Biskuits habe ich noch übrig. Ich hatte 400 Gramm. Ich denke mal, eins hat dann 100 Gramm. Also 300 Gramm wären es jetzt ganz exakt. Aber ist immer besser, man hat noch etwas mehr da. Dann kann es auf keinen Fall schief gehen. Jetzt geben wir natürlich hier oben rauf die restliche Creme. Oh, liebe Güte, ist das lecker. Richtig fein. Und streichen sie wieder schön glatt über den Biskuits. Und ihr seht, das passt hier alles perfekt in die Form. Man könnte vielleicht noch 100 Gramm mehr Mascarpone nehmen. Und jetzt können wir noch eins machen, und zwar ein Muster einziehen. Das ist natürlich optional, muss man nicht machen. Jetzt natürlich die letzte Schicht Kakao noch darüber. Unser wunderschönes Tiramisu ist fertig, fast fertig, bis auf die Kühlzeit. Am besten über Nacht in den Kühlschrank stellen. Es lässt sich also sehr, sehr gut auch vorbereiten. Und am nächsten Tag ist es dann perfekt schnittfest.
Also ab damit in den Kühlschrank. Eine Nacht war das Tiramisu bei mir im Kühlschrank, etwas abgedeckt, hier mit den Frischhaltefolien, ganz locker einfach. Können wir uns jetzt vorsichtig entfernen. Ja, das Tiramisu sieht gut fest aus, schön gesetzt. Und dann können wir es jetzt schneiden und auf eine schöne Servierplatte geben und dann mal probieren, wie es schmeckt. Oh, geht wunderbar durch und ist auch schön fest geworden. Ihr seht es hier beim Schneiden. Und jetzt guckt man, dass man hier möglichst in der Mitte und dann nochmal zweimal längs durchschneidet. Und der letzte Schnitt. Sehr, sehr lecker. Mir läuft hier schon das Wasser im Mund zusammen. Jetzt kommt es natürlich darauf an, das Tiramisu möglichst schön auf eine Platte zu heben. Man kann es natürlich auch wirklich, wie gesagt, so in der Form servieren. Meistens auf Partys wird es ja dann einfach mit dem Löffel rausgeholt. So, ich habe jetzt hier so einen Winkelschaber. Ich hoffe, es funktioniert damit. Der ist auch recht groß. Also das erste Stück ist ja immer so ein bisschen nicht so schön. Das kann man eigentlich wissen. Die Frage ist, welches nehmen wir jetzt hier, dass es gut rausgeht. Da haben wir jetzt noch ein bisschen was von dem anderen mitgenommen. Ich zeige es euch mal. Hier, so sieht das Tiramisu erste Stück aus. Natürlich, das erste Stück muss man immer beiseite stellen am besten. Oder man vernascht es gleich selbst und dann die nächsten Stücke sind dann die schönen Stücke. Ihr seht, es ist schön fest und cremig gleichzeitig. Ja, und so sieht jetzt ein Stück aus, das so ein bisschen mehr aus der Mitte kommt. Richtig toll. Schaut euch das mal an. Einfach perfekt. Schön geschichtet, schön cremig. Ich freue mich schon aufs Probieren. Mein Tisch ist gedeckt. Ich habe mir noch einen entkoffeinierten Kaffee gekocht. Denn zu viel Kaffee ist ja auch nicht gut und er schmeckt auch ganz gut. Sehr lecker, etwas Kaffee dazu. So, meine Lieben, noch ein wenig Milch hier in meinen Kaffee. Der ist mir sonst ein bisschen zu schwarz. Dann will ich mal für euch probieren. Ist bestimmt super, super lecker. Schaut euch das mal an. Nicht zu saftig, cremig und trotzdem noch ein bisschen fest. Also so soll es sein. Zergeht auf der Zunge. Sehr lecker. Sehr fluffig, luftig. Gar nicht schwer. Sehr, sehr lecker. Kann man locker 2 Stücke von verputzen. Ganz luftig, ganz leicht. Fühlt sich nicht so schwer an wie manch anderes Tiramisu. Gar nicht so süß, also richtig lecker. Ich würde vielleicht beim nächsten Mal noch ein bisschen mehr Amaretto reinmachen und vielleicht noch 100 Gramm Mascarpone mehr. Einfach damit man noch ein bisschen mehr Masse hat. Ansonsten habe ich nichts zu meckern. Es ist wirklich ein fantastisches Rezept. Besonders auch mit dem Kakao zwischen den Schichten. Das gibt dem Ganzen so ein ganz feines, noch zusätzliches, so bitteres Aroma. Also ich mag's. Ich finde es richtig gut. Probiert es einfach mal aus. Das war mein Tiramisu-Rezept mit dem leicht sahnigen Twist. Ein schönes Rezept für gesellige Partyrunden oder eine schöne Kaffeestunde mit den Liebsten. Ich freue mich schon auf eure Fotos. Sendet sie mir gerne auf Facebook oder Instagram. Die Links dazu findet ihr hier unten unter dem Videotitel in der Beschreibung. Dort findet ihr auch, wie gesagt, den Link zum Rezept zum Nachlesen und zum Ausdrucken. Den Link zu meinem Shop, wo ihr alles Wichtige und Nützliche für eure Backstube bekommt. Bitte nicht den Kanal vergessen zu abonnieren und mir einen Like dazulassen. Gerne auch einen netten Kommentar mit Tortenwunsch oder Dessertwunsch reinschreiben. Und dann sehen wir uns nächste Woche hier wieder. Bleibt alle gesund und viel Spaß beim Backen. Tschüss!